So, da läuft die Familie, die Kühe. Und ihr müsst jetzt davor und dann links Izquierda. Er ist schon nicht so groß wie ich, er ist schon ein bisschen, warte mal, sieht man es jetzt? Ja, so groß ungefähr. So, und das ist jetzt genau das, was ich meinte, ne? Wenn da jetzt der Justin drin ist, der Bajito, da braucht man dann so eine Hundeleine, wo man wieder zurück, also wo man wieder so reinschnallen kann, damit er zurückkommt oder rausfindet. Bajito? Ja, das ist das Problem, was ich vorhin gesagt habe, jetzt finden wir wieder nicht. Bajito! Viel Spaß beim Video! Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Was für ein tolles Winterwetter. Wir haben aktuell 24 Grad, soll bis auf 27 Grad hochgehen. Am vergangenen Wochenende haben wir 28, 29 Grad gehabt. Ich mag es brutal. Es soll ein ganz kurzer Winter sein dieses Jahr. Letztes Jahr war es ja extrem lang, also das ist relativ früh kalt geworden und auch ganz lange kalt gewesen. Wir haben uns lange nicht mehr gehabt. Ich war wieder leicht erkältet, hat aber wahrscheinlich mit dem zu tun, weil ich aufgehört habe mit Rauchen. Nichtsdestotrotz, heute sind wir wieder da am Grundstück. Wir haben am Wochenende ein bisschen Pflanze eingepflanzt. Heute ist der Termin, wo man dann die Palme bestelle für den Palmegarten. Bei uns ist gefliest, die Fenster sind drin, das dritte Haus steht vom Feriendorf, das vierte wird gerade angefangen. Ich zeig's euch. Dann bis gleich. Und hier im Eingangsbereich haben wir jetzt die erste Pflanze, die wir dann selber gezüchtet haben. Die haben wir jetzt eingepflanzt. Ich weiß nicht, wie die heiße, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier weiß, also mit weißer Blüte. Hier haben wir mit roter Blüte. Dann haben wir was Kleines noch eingepflanzt und da haben wir so typische paraguayische Palme noch eingepflanzt. Wir haben jetzt entschlossen, da vorne kommt noch, also die Palme wird jetzt ersetzt bei der nächsten Lieferung. Hier kommen nochmal Lapachos hin, verschiedene Farben bis hier hin zum Parkplatz. Blattfresser haben wir auch gehabt, leider. Ja, und darüber haben wir auch nochmal so eine paraguayische Palme eingepflanzt und noch was Kleines hier dann, genau. Also es wird jetzt langsam immer mehr grüner oder immer grüner. Es kommen richtig viel Pflanze jetzt raus. Jedes Mal, wenn wir rausfahren, nehmen wir einen Schwung mit, was die Rita gezüchtet hat. Ja, und dann gehen wir mal rein zu den Häusern. Der Schwiegersohn in Spee, also meiner Tochter, ihren Freund, der ärgert mich immer, der isst mir immer so einen Teller weg. Und ich tue ihn ja ein bisschen aufziehen, ne? Weil er ist schon nicht so groß wie ich, er ist schon ein bisschen, warte mal, sieht man es jetzt? Ja, so groß ungefähr. Wo er angekommen ist in Paraguay, da war er am Auto drin gesessen und konnte halt nur über das Fenster halt gucken. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, das ist ein Bajito, also kleiner heißt er. Und ein Guarani-Name hat er auch schon, Carabi, also das heißt alles kleiner. Also Bajito ist der Justin. Und wir haben jetzt extra, wir haben jetzt extra die Rasen gemäht für den Justin da drüber, weil er wollte letzt spielen und er ist dann nicht mehr rausgekommen, also er hat nichts mehr sehen können. Genau, auf jeden Fall, der glaubt mir mein ganzes Nutella weg und das ist ja arschteuer hier. So, und da sind schon die andere Pflanze hier drin, die wollen wir jetzt alle noch einpflanzen. Haben wir die nächsten Tage was vor. Da sind jetzt die Gräber fertig, da wird jetzt dann die Wasserversorgung angeschlossen und der Strom. Und hier haben wir dann Verteilerkasten, wenn dann meine Mama dann kommen möchte, dann kann man hier dann ihr Haus dann anschließen. Bei der Casa Mimi ist auch soweit alles vorbereitet und bei mir wird auch gerade das Strom verlegt. Dann, und Internet kommt natürlich auch hier rein. So, hier sieht es aus wie bei Hempels. Wird jetzt aber alles sauber gemacht und dann kommt der Juan und legt dann Rasen an. Hier muss noch ausgefugt werden, leider kein Schlüssel dabei. Klimaanlage wäre jetzt installiert, die wäre bei uns daheim jetzt abgebaut. Ich habe ja 2 gekauft noch, die gehören uns, die machen wir jetzt bei dem Casa Rita rein. Und ich glaube Ende dieser Woche, Anfang nächste Woche fangen wir an mit der Klimaanlage installieren. Ja. So. Und dann gehen wir rüber, Casa Mimi. Am Freitag war ich ja da und war ich mit Casa Mimi drin, da war der Elektriker da. Und der Elektriker hat dann so zusammengezuckt. Also so, wirklich so. Ich hoffe, das war nur eine Phase von ihm. Kommt er? Ist das schlecht?
Es war ein Witz. Ja, weiter. So, jetzt sind wir mit Casa Mimi. Ich drehe die Kamera um. So, man sieht hier alles vorbereitet. Größter Teil komplett verputzt. Elektrik liegt. Da haben wir jetzt nochmal Dinger gezogen. Glasfaserkabel. Und hier ist das Holz für die Ferienhäuser. Man sieht jetzt nicht, die war jetzt dann diese Woche aufgeschlagen. Ja, und da baut meine Nachbarin ein Containerhaus. Und wir können schön drüber schauen über sie. Ganz, ganz toll. Gut, dann springen wir über zu unserem Haus. Das ist jetzt die Wasserableitung von der Küche. Die geht dann seitlich rum. Und dann kommt dann das von der Bäder noch dazu und dann geht es dann in die Sickergrube rein. So, dann gehen wir hier mal rein, gucken uns mal die Fenster an, beziehungsweise die Balkontür etc. So. Wie sieht aus? Buenas, ¿qué tal? Schlafzimmer auch schon verschwunden. Buenas. Lindo trabajo. Muy lindo. Genau, also wie gesagt, da kommt jetzt die Küche. Termin haben wir auch für die Küche. Am 10.07. wäre die Küche angeliefert und die Tina baut sie dann ein. Und da ist jetzt dann die Glasfront fertig. Wir haben uns überlegt, ob wir Elemente nehmen, die wir komplett drüber schieben können, also von dieser Seite oder auch wieder zurück. Wir haben uns dann entschieden, dass wir 2 Feste machen. Hat den Vorteil, dass man einfach hier mehr Platz hat dann für den Essbereich und für Möbel. Gut. Und da drüben sieht man, schwupp, das 3. Haus, fast fertig. Und Casa Mel wurde jetzt auch angefangen, da gehen wir jetzt gleich rüber. So, und das ist jetzt genau das, was ich meinte, ne? Wenn da jetzt der Justin drin ist, der Bachito, da braucht man dann so eine Hundeleine, wo man wieder zurück, also wo man wieder so reinschnallen kann, damit er zurückkommt oder rausfindet. Und da braucht dann Platz. Komm, wir gucken mal. Gehen wir mal ins Resort, wir sind ja schon da. So, und hier entsteht das Casa Mel. Buen día, ¿qué tal? Die nächste Woche, buenas, ¿qué tal? Die nächste Woche wird hier dann markiert, genau. Die anderen 3 Häuser. Ja, rein. Buenas, ¿qué tal? Ja, also soweit alles fertig. Die Casa Angie, Casa Robby, Casa Kai fertig zum Aufschlagen. Bereit. Das ist da. Wir haben jetzt erfahren, leider Gottes haben wir Lieferverzögerung beim Chapadach, also beim Blechdach, kriegen wir erst in 3 Wochen. Allerdings, sie schlagen gerade auf. 4 Spalger, da ist er, wo ist er, da ist er. Und das heißt, die 4 Spalger wäre jetzt aufgeschlagen und die Dachsparre kommen wir hin. Aber die Verkleidung halt natürlich, Holz etc., die lassen wir natürlich noch weg, wegen dem Regen etc. Wir müssen dann leider warten, 3 Wochen lang, aber wir noch her, wir können dann soweit alles vorbereiten. Naja, aber das ist jetzt der erste Rückschlag, wo wir wirklich haben, dann alles gut, ne? Ich meine, das sind ja eigentlich keine Probleme. Ich kriege mit, was in Deutschland ist und alles gut.
Was wir am Freitag entdeckt haben, das erste Mal auf unserem Grundstück, also ich habe schon so oft erwähnt, dass jetzt neue Vögel hierher kommen und sich einnisten. Und zwar mir wird die Specht, und zwar kennt ihr noch die Spechte von Tom und Jerry. Also die haben so schwarz, ganz schwarz und einen roten Kopf. Da war immer so ein Babyspecht bei Tom und Jerry. Da haben wir 2 Stück. Wir haben jetzt auch schon gesehen, dass ich 2 Bäume angeknabbert habe. Ganz, ganz tolle Vögel, also die haben wir auch da, 2 Tom und Jerry Spechte. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennt, aber schaut mal, wie viele Schmetterlinge und verschiedene Schmetterlinge hier rumfliegen. Erkennt man es? Bei uns geht es jetzt weiter mit Möbel raussuchen. Möbel raussuchen, das heißt Bette, Backöfen, Mikrowelle, ja, und so weiter und so fort. Das sind wir jetzt gerade dran, Angebote einzuholen. Das heißt, es ist eigentlich eine Arbeit für meine Frau, weil ich habe ja nichts zu sagen. Und dann sollte die sich darum kümmern. Aber das ist jetzt der nächste Schritt, dass wir uns jetzt die Angebote einholen. Von der ganzen Möbel, was jetzt dann die Ferienhäuser ausgestattet wäre. Parallel wird dann jetzt hinter mir das ganze Gelände schon angefangen anzulegen. Und wenn man dann das Strom und Wasser hier habe, dann kommen die ersten Wege. Also das heißt, die Wege wäre dann als erstes gezogen. Jetzt das erste, was man ziehe, und dann wird alles nach und nach dann angelegt. Wir machen jetzt mal das Bagno Pubblico markieren, wo es hinkommt. Und der Hugo hat einen Plan in der Hand. El Plano. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben dann vorne einmal para damas y para caballeros, ¿verdad? Y vestidor, halt, así. Und da kommen dann die Waschmaschine rein. Das heißt, wenn dann die Urlauber dann Wäsche wollen, dann können sie hier dann auch die Kleider dann reinigen. Also da gibt es jetzt unseren Haupteingang, der wird dann 2 Meter breit. Dann kommen wir hier vom Parkplatz, kann man hier rein. Hier kommt dann das die öffentliche Toilette hin. Also wenn man dann im Poolbereich ist oder im Restaurant oder im Kino, das heißt, man kann hier runterlaufen, wo man dann auch die Kleider dann wäschen kann. Und dann kommt man hier rein und dann geht der Weg eigentlich geradeaus hoch und geht dann so links rum an den ersten Häusern vorbei und geht dann hier hinter und geht dann so wieder runter Richtung Piscina-Bereich, also Richtung Poolbereich. Und hier hinter kommt dann nochmal ein Weg zum Restaurant und zum Kino. Das Kino kommt dahin, das Restaurant kommt dahin. Und dann wollen wir nochmal einen Weg machen, der geht dann so rein. Hier kommt eine Terrasse hin dann, wo man dann Blick dann auf Posadas hat. Das heißt, man läuft dann hier direkt auf Posadas zu, beziehungsweise auf der Poolbereich. Und hier wird dann alles begrünt. Ja, das ist jetzt so der Plan, den wir haben. Aber wie gesagt, wir machen jetzt erst einmal das Fundament, weil wenn wir dann jetzt da fertig sind, wir denken am 15.08. sind wir fertig, also einzugsbereit mit den Häusern da oben. Und dann brauchen natürlich die Leute auch gleich dann ja, eine Wäschmaschine halt. Ne? Deswegen bauen wir jetzt das auch fertig, dann ist es auch fertig am 15.08. und die Wege müssen halt auch fertig sein dann bis dahin. Und dann schaffen wir halt weiter. Ich glaube, bis zum 15.08. sind auch die anderen 3 kleinen Häuser fertig. Das müsste schon passen. Gut, weiter geht's. Algomas? Ja. Bist du? So, da läuft die Familie, die Kühe. Und ihr müsst jetzt davor und dann links Izquierda. Guck mal, scheiße. No mierda, Izquierda. Ich hoffe, Pajito. Ja, das ist das Problem, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt finden wir wieder nicht. Pajito. Naja, ich suche jetzt mal den Justin, ob er irgendwo zwischen dem Gras rumrennt. Das kann eine Weile dauern. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Nee, das sage ich am Anfang vom Video. Wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.